Okay, jetzt kommen wir zu einer Problematik, über die sehr viele Menschen gestolpert sind und dadurch sehr gelitten haben. Wir fangen an in der Zeit 15. Dezember 1726. Es war die Erkenntnis des Friedrich Wilhelm I., der den sogenannten Spitzbubenerlass erlassen hat. Und dieser sagt, wir ordnen und befehlen hier mit allen Ernstes, dass die Advocati wollene schwarze Mäntel, welche bis unter das Knie gehen, unserer Verordnung gemäß zu tragen haben, damit man die Spitzbuben schon von weitem erkennt. Friedrich Wilhelm war ein sehr intelligenter Mensch, aber er konnte eines nicht wissen, dass die Barrvermutungen bereits zu diesem Zeitpunkt bestanden haben. Die Barrvermutungen sind über 300 Jahre alt und wir kennen sie erst seit 2012. Die Bar hat es geschafft, oder die Freimaurer haben es geschafft, diese für 300 Jahre im Dunkeln zu halten. Diese Erkenntnis des Friedrich Wilhelm war eine Kenntnis seines Bewusstseins und Unterbewusstseins. Er hat gespürt, was deren Intention war, konnte es damals aber nicht beweisen. Es ist erst seit etwa 5 Jahren zu beweisen. Und was das bedeutet, das sehen wir, wenn wir ein bisschen weiter runter scrollen. Ich schaffe es schon, glaube ich. Ja, es geht schon. Ja, und zwar kommen wir, es geht schon. Und zwar kommen wir damit zu den 12 Rechtsvermutungen der Bar. Ja. Ich möchte nur kurz durchgehen und es erklären, also nicht alles lesen. Ja. Die Vermutung der öffentlichen Aufzeichnung. Nachdem jeder Gerichtsfall eigentlich eine öffentliche Angelegenheit ist, ja, sollte sie auch öffentlich aufgezeichnet werden. Die Mitglieder der Bar oder die Idee derer, die diese Rechtsvermutungen konstruiert, konzipiert, entwickelt oder erfunden haben, vielleicht auch alle 4, haben eben versucht, genau das Gegenteil darzustellen. Ja? Diese vermuten, dass die Sache eine geschäftliche Angelegenheit der privaten Bargilde ist. Und dieses Wort Vermutung ist für uns ein wenig falsch verstanden. Diese Vermutung ist keine Vermutung im herkömmlichen Sinne, in dem Sinne, den wir verstehen. Es ist eine Anklage. Und diese Anklage ist zwar geheim, insofern geheim, dass außerhalb der Bar nicht bekannt ist, aber sie ist doch bekannt innerhalb der Bar. Und wenn wir jetzt hingehen, wie manche, die sehr intelligent sein wollen, ja, wie zum Beispiel auch eine Monika Unger, die ja so intelligent ist, dass sie heute sitzt, mit aller ihrer Rechtsweisheit, die auch blöd rausgeredet, das sind doch nur Vermutungen. Nein, es sind Anklagen. Ja? Und so müssen sie bewertet werden. So, du kannst jetzt sagen, aber ich habe sie nicht gewusst. Na, kann dir der Richter heute sagen, nachdem du ihn darauf ansprichst, ja, aber wir haben es gewusst, warum habt ihr es nicht gewusst? Wenn wir es gewusst haben, hätte sie es auch wissen können. Das ist deren Argumentation. Also auf die Art und Weise können wir nicht gewinnen. Wir müssen sie behandeln, wir müssen sie dahin bringen, dass der Widerspruch geleistet ist. Und das wollen wir tun. Ja? Das heißt also, die Konsequenz besteht man nicht ganz deutlich und klar darauf, dass das Verfahren als Angelegenheit öffentlich aufgezeichnet werden soll, verbleibt die Sache vor privaten Bargerichten immer im privaten Bereich der Bargilde. Damit unterwirft man sich, ohne es zu wissen, deren privater Jurisdiktion oder Gerichtsbarkeit. Das heißt, die legen fest, was sie wollen, und wir verpflichten uns, wenn wir dem nicht widersprechen. Ist es verstanden? Gut. So. Das kommt später.
das Affidavit, ich will jetzt erstmal durchgehen, es soll euch jetzt erstmal schlecht werden und dann kriegt ihr die Medizin. Ja? Okay, so, damit ist eines klar, keine öffentliche Aufzeichnung, dann sind wir verkauft. So, jetzt haben wir die öffentliche Aufzeichnung durch das, was wir im Anschluss besprechen, also den Widerspruch, den wir einleiten. Damit sind aber immer noch 11 weitere Vermutungen oder Anklagen, die stehen bleiben. Damit kommen wir zur zweiten Vermutung, das ist die Vermutung der öffentlichen Dienstleistung. Ja? Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges für uns. Jetzt kriegen wir den ersten Einblick, was eigentlich los ist. Alle Mitglieder der privaten Bargilde haben einen feierlichen, geheimen und absoluten Eid auf ihre Gilde geschworen. Ja? Bitte lesen das Wort absolut. Indem sie zusätzliche Eide auf das öffentliche Büro schwören, werden sie zu öffentlichen Agenten der Regierung und handeln als Public Officials, als öffentliche Diener. Ja. 2 Eide, die im Widerspruch stehen. Freimaurer haben ja ich glaube, das Frei kommt nicht ganz ohne. Die Freimaurer nehmen sich die Freiheit heraus, zu sagen, na ja, wir schwören 2 Eide, aber den zweiten, den wir schwören, das ist ja gar nicht wichtig. Biblisch geht es nicht. Das geht nur in perfiden oder in dem Hirn perfider Elemente. Sie werden uns damit einfach den privaten Eid aufdrücken, weil der steht ja über dem öffentlichen Eid und damit sind wir wieder in ihrer Jurisdiktion und sind ihnen wieder ausgeliefert. Ja? Weil das ist die Konsequenz, dass die privaten Mitglieder der privaten Bargilde legitimierte öffentliche Bedienstete sind und deshalb als Treuhänder unter öffentlichem Eid stehen, obwohl sie genau das Gegenteil tun. Ja? Wir wissen, dass die Treuhand oder der Treuhänder der Richter ist, aber die versuchen das durch ihre Privatvereinbarung uns aufzudrücken und sagen, ja, es ist eine Privatvereinbarung. Ja, natürlich ist es normalerweise so, aber wir haben ja jetzt eine Privatvereinbarung, auch wenn wir offiziell nichts davon wissen. Oder offiziell wissen sollten und nicht wissen. Ist das klar, was das bedeutet? Ein Anwalt in München hat mir und einem Bekannten versichert, dass er von der Bar keine Ahnung hat und auch da nie was gemacht hat. Er ist Mitglied der privaten Bar. Er ist Mitglied der privaten Bar. Ich habe von der Staatsanwaltschaft Hamm ein Schreiben bekommen oder Papierfetzen, auf dem stand drauf, Mitglied der Bar Association. Der Staatsanwalt. Die Staatsanwaltschaft Hamm, ja. Also die können dir erzählen, was sie wollen. Nachdem sie im Lügen da schon groß sind, werden sie in den anderen Dingen auch nicht viel kleiner sein. Ne? Hat mich auch angelogen. Auf jeden Fall. Die komplette Rechtsanwaltskammer gehört der Bargilde an. Ist eine Unterorganisation, die Rechtsanwaltskammer ist eine Unterorganisation der Bar. Ja, jetzt haben wir die 2 aus dem Weg und wir nehmen an, ja, wir haben doch gerade von der öffentlichen Dienstleistung und öffentlichen Eid gesprochen. Ja? Das ist richtig, aber sie vermuten trotzdem dies von einem etwas anderen Blickwinkel. Ja? Diese sagt also, dass alle Mitglieder der privaten Bargilde in der Hoheitsbefugnis als öffentliche Bedienstete handeln. So, sie wären an den öffentlichen Eid gebunden und seien deshalb ehrenvoll, unvoreingenommen und fair. Das diktiert der öffentliche Eid. Nachdem sie aber den privaten Eid auch geschworen haben, kann man das alles vergessen. Wir müssen ihnen klar machen, dass das Schwören eines Eides, auch wenn er höher gewertet wird, gegen einen zweiten Eid, der unterbewertet wird, beide Eide egalisiert und nicht mehr existent macht. Ja? Und wenn wir das nicht klar machen, dann erlauben wir deren Sichtweise und die wird innerhalb von 30 Tagen oder ist eigentlich schon Wahrheit geworden.
kein Eid geleistet. Wenn der eine sind, der andere auch nicht. Genau so wird es auch im Widerspruch im Affidavit behandelt. Dass kein Eid stattgefunden hat, genau genommen, obwohl dass sie sich egalisiert haben. Ja? Die Vermutung der Immunität. Sie wollen durch den angeblichen öffentlichen Eid nach treuen Glauben behaupten, dass sie immun gegenüber persönlicher Beanspruchung oder Haftbarkeit sind. Wenn wir das stehen lassen, stimmt es, weil wir es erlauben, weil das eine Privatvereinbarung ist. Nach den gültigen Gesetzen, die wir mit einer Privatvereinbarung diesbezüglich aushebeln können, nämlich wenn wir das zulassen, wären sie immun. Sie versuchen sich die Immunität zu erkaufen durch unser Unwissen, um damit machen zu können, was sie wollen und nicht haftbar sind. Deshalb müssen wir auch die Immunität in Frage stellen, also einen Widerspruch einleiten. Ist das, glaube ich, ziemlich einfach. Brauchen wir keine weitere Erklärung dazu. Die Vermutung der gerichtlichen Vorladung. Durch das Erscheinen wird angenommen, dass mangels Widerlegung wir, ob wir jetzt Beklagter, Schöffe oder Zeuge sind, der Jurisdiktion des Gerichts zustimmen. Ja. Sollten wir den richtigen Weg nicht gehen, was wir ja mit dem Affidavit machen, das erklären wir dann später, möchte da jetzt nicht reingehen, haben wir bereits die Schuld erklärt, weil wir es zugelassen haben. Ja? Das heißt, wir müssen reagieren. Ich muss leider sagen, wenn das nicht entwertet ist durch Widerspruch, haben Sie sogar eine biblische Grundlage, das zu behaupten. Deshalb müssen wir widersprechen, ja? Weil hier eine Falschanklage gemacht wird, der Schuld, und das 8. Gebot ist nicht umsonst geschrieben. Ja? Das ist auch die Vorgehensweise in Matthäus 18, 15 bis 17. Wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, dann leg diese Angelegenheit zwischen ihm und dir dar. Das heißt, die muss dargelegt werden zur Klärung, wird sie es nicht, gilt die Lüge als Wahrheit. Und da ist ein sehr tiefer biblischer Grund dahinter, auf den ich jetzt nicht eingehen will, das kann man ein andermal machen, bin ich dann gerne bereit. Ja? So, jetzt haben wir die Vorladung erklärt. Ja? Die Erklärung machen wir später im Affidavit. Dann kommt die 6. Vermutung, die eine ziemlich gemeine Vermutung ist. Die Konsequenz der Vermutung der Bewachung, wenn sie nicht aus dem Weg geräumt wird, ist, wenn sie unwiderlegt ist, steht fest, dass derjenige, der vor Gericht erscheint, vermutlich ein Gegenstand oder eine Sache ist. Dieser Gegenstand ist haftbar und deshalb durch einen Aufseher in Gewahrsam zu nehmen. Das ist die Vermutung der Bewachung. Diese Vermutung der Bewachung zum Zwecke des Inhaftierens des Menschen können Sie nur machen, wenn Sie uns erfolgreich zur Fiktion, also zur juristischen Person erklären. Und der Grund, warum Sie das machen müssen, weil die fiktiven Gerichte nur Formales behandeln können. Sie können keine Substanz behandeln. Das ist auch der Grund, warum ihr immer wieder hören werdet, wenn ein Mord geschehen ist und er kommt vor Gericht, dass es sich um ein Kapitalverbrechen handelt. Es wird dort die Form, nicht die Substanz behandelt. Den Richter interessiert es nicht, ob da jemand ermordet worden ist oder nicht. Ihn interessiert nur, ob ein Schaden angerichtet worden ist, den man irgendwie formell behandeln kann. Deshalb Kapitalverbrechen.
Es kann nur ein Naturgericht oder ein Common Law Gericht Substanz behandeln. Das Common Law Gericht kann keine Formalvergehen behandeln. Ja? Also als Richter kann ich niemanden anklagen oder keine Anklage annehmen, dass ich vielleicht etwas zu schnell auf der Autobahn gefahren bin und irgendwer mit seiner Kamera da herumgefilmt hat. Ja? Das kann ich nicht. Ich kann nur substanzielle Verbrechen behandeln. Die fiktiven Gerichte können nur Formelles behandeln. Deshalb müssen sie alles Kapitalverbrechen nennen. Ja? Das Kapitalverbrechen bei einem Mord ist, kommerziell gesehen, der Wirtschaft ist wieder ein Substanzbringer genommen worden. Ja? Haben wir das verstanden? Ja? Okay. Also wir müssen das widerlegen. Wir sind keine Fiktion, wir sind ein menschliches Wesen aus Fleisch und Blut und damit dürfen wir von ihnen nicht bewacht werden. Die 7. Vermutung ist die Vermutung des Gerichts der Aufseher. Ja? Man braucht einen Aufseher deshalb, weil man ja schwachsinnig ist, inkompetent ist. Ja? Und wer also inkompetent ist, braucht ja jemanden, der ihn bei der Hand führt. Nicht? Also man muss sich ja dann, so wie ein kleines Kind, einem Aufseher unterwerfen. Ja? Und das ist rechtlich, nennt man das schwachsinnig. Das werdet ihr im Affidavit auch sehen. Ja, viele sagen, ja, du kannst doch nicht sagen, dass sie schwachsinnig sind. Na, die sagen es den ganzen Tag, ne, dass wir schwachsinnig sind und beweisen damit, dass sie schwachsinnig sind. Also können wir ihnen das auch sagen. Das ist ein legaler Begriff oder ein Rechtsbegriff, der bedeutet, dass sie keine Ahnung haben, ja, wovon sie sprechen. Und das haben sie auch nicht, denn wir wissen ja, wovon wir sprechen. Ist es auch klar? Ja? Eine Frage dazu. Dieses Wort Pauper, ist das auf dem Reisepass als P-Ausdruck? Ja, P ist drunter. Da gibt es ein paar Probleme, die wir zu klären haben, weil einiges an widersprüchlicher Information ist. Das habe nicht ich geschrieben, das ist von Franco Collins geschrieben worden, der die ganzen Dinge aufgedeckt haben. Es gibt verschiedene, die sagen, der Buchstabe P steht für Pass oder Passport, Person, andere sagen Pauper. Wie dem auch sei, das, was hier gesagt wurde, ist nicht ganz sinnlos, denn Pauper bedeutet ja nicht arm, sondern unterstützungsbedürftig und das sind wir alle. Ich habe PP dran stehen. Aber ist der Doppelte. Vorläufig unterstützungsbedürftig. Ja, du hast ja auch eine ganz besondere Kaffeekanne. Ne? Das ist auch was anderes. Nee, weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet. Hm? Als der Grüne. Ah, dann ist er der Vorläufige. Danke. Pauper und pur. Also doppelt. Ja, richtig. Danke. Bin ja froh, dass du da bist. Ne? Gut. Sonst alles klar. Ja? Also wir müssen klären, wenn einer schwachsinnig ist, dann ist es der Justiziar, weil der nicht versteht, dass wir durchaus wissen, worum es geht. Und er müsste das eigentlich wissen. So. Ja, das Treuhand. Die Mitglieder der privaten Bargilde nehmen an, dass man das treuhänderische Gericht als ein öffentlicher Diener und Regierungsbeschäftigter akzeptiert. Dies wird allein deshalb schon unterstellt, weil man ein römisches Gericht besucht. Da diese Gerichte nur für öffentliche Treuhänder nach den Regeln der Gilde und des römischen Rechtssystems handeln, gibt es keinen Zweifel daran. Bevor diese Vermutung nicht offen bestritten wird, gilt diese Vermutung als einer der maßgeblichsten Gründe, mit dem sie ihre Jurisdiktion beanspruchen. Nur weil man vor ihnen erschienen ist. Es ist daher unabdingbar klarzustellen, dass man nur zu Besuch aufgrund einer Einladung anwesend ist. Man will nur einer Angelegenheit auf den Grund gehen und ist weder Regierungsbeschäftigter noch öffentlicher
Treuhänder. Ich glaube, das spricht für sich selbst, auch wenn es eine Schweinerei ist. Ja? Eine Frage. Ich habe ein altes Buch Österreich, und zwar heißt es da das römische Recht in Österreich. Ja. Also die haben anscheinend offiziell römisches Recht angewandt. Wird bei uns genauso angewandt. Ja? Die Geburtsurkunde ist Teil des römischen Rechtes. Das ist das Recht, das sich der Vatikan herausgenommen hat. Das war noch zu Kaiserszeiten. Die Geburtsurkunde ist älter, als du denkst. Da darf ich was einschieben. Das ist auch einer der Gründe, warum der Bismarck so war im Kaiserreich, weil er gesehen hat, was in Österreich für einen Dreck abging, und da hat er den Riegel davor schieben gewollt. Und deswegen wollten die das römische Recht draußen haben. Und die Kirche. Ja. So, das ist das, genau, du bestätigst das, was ich auf der anderen Seite gelesen habe. Weil ich habe ein Gesetzesbuch von denen, da steht drauf römisches Ja. Recht. So, und das sollte verhindert werden im Deutschen Reich. Okay. Okay? Ja? Alles klar? Ja. Gut. Die 9. Vermutung ist die private Gilde ernennt den Richter oder Friedensrichter für die bevorstehende Angelegenheit zum Exekutor, während der Staatsanwalt die Rolle des Begünstigten das übernimmt. Und wer bleibt dann übrig? Und wer ist der Treuhänder? Ja, das hätten sie gern, dass wir das sind. Das ist deren Annahme. Ja? Wir müssen ganz klarlegen, dass es dem Gericht nicht genehmigt ist, einfach hier eine Änderung der Treuhandgesetze oder des Treuhandrechts vorzunehmen. Der Richter ist der Treuhänder, und das müssen wir klar sagen. Wir können Exekutor und oder Begünstigter sein. Ich selbst möchte nicht Exekutor sein. Ich lasse das lieber dem Staatsanwalt über, weil der hat ja schließlich das Scheckbuch, und ich will ja nicht mein eigenes Scheckbuch herausholen. Also er muss exekutieren, was dem Begünstigten zugutekommen muss, und der Begünstigte muss den Treuhänder, also den Richter, aufklären darüber, was er zu tun hat. Das ist also unsere Aufgabe. Ja, aber prinzipiell, wer unbedingt Exekutor sein will, der kann das klar machen, dass er es sein will. Wie gesagt, ich will es nicht machen. Es gibt aber noch eine andere Variante, dass man überhaupt nichts ist. Denn manchmal ist es gut, wenn man den Staatsanwalt fragt, nachdem Sie ja immer so gern der Begünstigte sind, das wäre Ihre Idealkonstellation, Sie der Begünstigte, ich der Treuhänder, dann gebe ich Ihnen halt die Begünstigung. Und wenn der Staatsanwalt so dumm ist, es anzunehmen, und ich werde es nicht glauben, einige sind so dumm, na, ist wunderbar. Wenn das geschehen ist, dann das kann ich jetzt nicht machen, die Hände, ja, tschüss, ich bin hier raus. Ihr könnt jetzt unter euch ausmachen, ich habe hier nichts mehr zu tun. Ja? Ist es auch klar, was das bedeutet? Ja? Dem Moment, in dem wir die 9. Vermutung nicht klären, können wir alle anderen 11 klären, wir sind trotzdem verkauft. Die Vermutung des Exécuteur de Santon bedeutet, dass der Richter feststellen will, dass man der falsche Exekutor ist. Ja? Und er will uns damit einen Betrug auferlegen. Und in dem Moment, in dem das passieren würde, kann er eine ganz bösartige Sache machen oder einleiten. Ja? Er kann uns nämlich dann festsetzen, ja? Also zur Inhaftierung mit einem Bußgeld belegen oder, und da wird es also sehr unangenehm, psychiatrische Untersuchung zu zwingen. Deshalb müssen wir absolut diesen Punkt auch klären. Ja? Ist uns die Tragweite dessen bewusst?
Ich glaube, ich brauche nicht weiter hineingehen in das. Ne? So, die Vermutung der Inkompetenz. Aber wir haben ja gar keine Ahnung, wovon wir sprechen. Ne? Wir sind ja alle so dumm, dass wir also nicht wissen, was Rechtsfragen sind. Wir sind total unkundig in den Rechtsdingen. Das wollen Sie damit sagen. Ne? Wir sind ja so unkundig, dass wir nicht mal wissen, dass wir das Recht haben, Exekutor und Begünstigter zu sein und dass der Richter der Treuhänder sein muss. Ne? So dumm sind wir, glaubt der Richter. Ja. Sind wir nicht, müssen wir aber trotzdem widersprechen, weil wir nämlich sonst in die Position gebracht werden. Und damit kann der Richter in seinem Plädoyer feststellen, dass man inkompetent ist und der Richter alles machen darf, um jemanden gefügig zu halten. Ich sage das nicht so schön wie Franco Collins, um uns zu vergewaltigen. Ja? So gemein ist es. Haben wir das verstanden, wie gemein das ist? Das ist neben der Pädophilie das niederträchtigste Verbrechen, das ein Mensch leisten kann. Unter biblischen Voraussetzungen ist das die Todesstrafe für den Richter, damit wir uns darin klar sind. Ja? Und damit kommen wir zur letzten Vermutung, der Vermutung der Schuld. Sie versuchen ja immer noch nach den 11 Vermutungen die Annahme, dass es sich bei der Angelegenheit um eine private Geschäftsaktivität der Bar handelt, aufrechtzuerhalten. Und das führt eben dazu, dass man schuldig ist, egal ob man auf schuldig gar nicht oder nicht schuldig plädiert. Ja, im Englischen gar nicht ist no case, nichts zu antworten. Ja. Zur Widerlegung dieser Vermutung eignet sich nur ein Affidavit der Wahrheit oder ein Beweissicherungsantrag mit eindringlicher Präjudiz in die öffentliche Aufzeichnung. Auch ein Einwand der mangelnden Schlüssigkeit kann vorgebracht werden. Bis dahin besteht die Vermutung, dass man schuldig ist und festgehalten werden kann, bis der privaten Bargilde eine Bürgschaft hinterlegt wird, die den Betrag abdeckt, den die Gilde für ihren Profit als ausreichend erachtet. Sowas nennt man Charakterschweine. Ich glaube, dass, ja, Hochmut, Arroganz, Perversion, Vergewaltigung. Die beiden anderen, ein Beweissicherungsantrag mit eindringlicher Präjudiz oder der Einwand der mangelnden Schlüssigkeit, könnt ihr auch einleiten. Würde ich aber nicht empfehlen, weil damit erheblich mehr Probleme gebracht werden oder aufgebracht werden, als man löst, weil ein Beweissicherungsantrag, der kann nirgendwo enden und somit kann auch Einwand der mangelnden Schlüssigkeit nirgendwo enden. Beim Affidavit ist es nicht möglich. Sie müssen darauf eingehen, in der einen und der anderen Weise. Und das steht vor allen Dingen, ist das Affidavit, dadurch, dass wir eine Kriminalisierung damit ausdrücken oder erwirken, für die nächsten 30 Jahre gültig. Und es kann in jedem weiteren Gerichtsfall wieder benutzt werden, weil sie die Entehrung geleistet haben, die Lüge geleistet haben, den Betrug geleistet haben und so weiter. Das bleibt stehen. Das ist ein Verbrechen, das nicht wegzuwischen ist und damit mit dem geringsten Aufwand, nicht ganz aufwandslos, ja, das Affidavit, aber mit dem geringsten Aufwand der größte Schaden gegen die perfiden Elemente geleistet werden kann. So, das sind jetzt die 12 Vermutungen der Bar. Gibt es da noch Fragen zur Bar selber? Zu Affidavit, und zwar, wie wird das eigentlich abgeleitet, dieses Affidavit? Von wo kommt das her? Das ist nur nicht ganz klar. Das Wort Affidavit? Nee. Nicht das Wort, der Begriff, sondern dieser Vorgang, dieses Geschehen, dieses Einleiten eines Affidavit. Wo ist hier die Begründung zu sehen? Also ich kann es noch nicht erkennen im Augenblick, deshalb frage ich mal. Das Affidavit, also ich fange mal vorne an, souveränes Affidavit der Wahrheit. Affidare ist überbringen. Das Affidavit selbst ist souverän und ist eine Überbringung oder Übersenden der Wahrheit. Ja? Moment. Die Grundlage ist
dass es ein Eid ist, den du auf Papier bringst. Und ein Eid auf Papier, der bedeutet, dass du die Wahrheit legst. Ein Eid darf keine Lüge sein, sonst ist es kein Eid, sonst ist es ein Meineid. Und ein Eid auf Papier muss nach biblischer wie auch anderer rechtlicher Grundlage widersprochen werden, sonst wird der Wahrheit unwidersprochen. Ja? Wenn widersprochen wird, kann dann gefordert werden, dass dieser Widerspruch verifiziert wird. Es muss also die Wahrheit gefunden sein. Wir dürfen ein Affidavit nur dann schreiben, wenn wir die Wahrheit schreiben. Wer die Lüge reinschreibt, hat sich bereits selbst verurteilt. Ja? Weil dieses Affidavit geschrieben ist, also die Wahrheit aufgezeichnet ist und angeklagt ist, und zwar öffentlich angeklagt ist, bedeutet es, dass kein Widerspruch in 30 Tagen unwiderrufbar wird. Das ist das, was das Affidavit ausdrückt, aber das ist die Zusammenfassung der rechtlichen Grundlage im Affidavit. David, ich habe da ein Foto gemacht. Auf die Philippinen kennt es jeder Mensch auf der Straße und das wird auch überall gemacht, um für gerichtliche Sachen, auch selbst für Deutschland brauchen die diesen Affidavit. Richtig. Und ich habe das erste Mal, wie es in der Schweiz angewendet wurde, hat man behauptet, so etwas gibt es in der Schweiz nicht. Und dann habe ich mich gefragt, wie gibt es dann, wenn es in der Schweiz nicht gibt, dass eine Rechtsanwaltkanzlei 10% ihrer Arbeit nur mit Affidavit übersetzen von Englisch auf Deutsch verbringt, ja, um es in der Schweiz anzuwenden. Aber vielleicht gibt es ein bestimmtes Schweizer Denken, ich weiß nicht, ich werde mal den Detlef fragen, der kann mich da sicher aufklären. Ja, er kann es auch nicht. Also irgendwer, dann nehme ich an, wahrscheinlich berechtigt sogar, dass der Richter gelogen hat. Ja. Bitte? Vielleicht kann der Detlef sagen, wie das in Schweizerdeutsch ist. Auch nicht. Ja, okay. Ja. Ja. Oder ein Affidavit Ja, okay. Alles klar. Okay. Ja. Ist diese Thematik grundsätzlich klar? Ich komme gleich, sonst beschwerst du dich, dass man es nicht hört. Ja, es heißt ja eigentlich eidesstattliche Versicherung. Ja. So könnte man es aufs Deutsche übersetzen, das Affidavit, oder so wird es vielleicht auch übersetzt. Können wir nicht, weil eine eidesstattliche Versicherung gibt es nicht. Das ist auch wieder eine fiktive Terminologie und die ist sogar strafverfolgbar. Okay. Aber danke für das trotzdem. Aber du kannst ja auch nicht alles wissen, so wie ich auch nicht alles weiß. Ne? Macht ja nichts, ich sollte ja auch nicht rückwärts gehen.